This is for those who dare to stand up. For those who dare to make a difference. Get ready for battle and join the Republic of Gamers. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum ersten AOG-Panel des heutigen Tages, unserem kleinen Talk hier oder unserem Plausch bis auf der Gamescom. Ja. Ich darf begrüßen bei uns auf der Bühne zum einen Alexi Bexi. Hallo. Und ebenfalls heute zum ersten Mal mit dabei, der Strike. Schön, dass ihr beide wieder die Zeit gefunden habt. Ja, danke schön. Mensch, Strike, vielleicht erste Frage an dich. Du bist gerade das erste Mal hier bei uns auf der Stage. Geht's dir gut? Wie war deine Gamescom bisher? Bisher war es super. Ich habe mega wenig geschlafen. Ich habe mega viel getrunken. Wasser natürlich. Natürlich ja. Nur Wasser. Deswegen bin ich auch ständig auf dem Klo. Ja. Also ich gehe auch gleich wieder, weil... Ja, ein bisschen müssen wir quatschen. Vorne und hinten. Wollen wir gleich gemeinsam gehen? Lass zusammen aufs Klo. Ja, finde ich cool. Geil. Das ist so ein bisschen das Thema gerade gewesen, dass irgendwie alle auf Toilette müssen. Ja. Finde ich ganz witzig, aber das ist halt Messe. Aber wir machen trotzdem weiter. Natürlich. So unter Druck sind wir besser. Vielleicht ist ja das so ein bisschen das Ja, genau. So, wie sieht es bei dir aus, Alexi? Alles gut? Ja, das Wasser aus meinem Körper suchte schon andere Wege rauszukommen, aber ich halte noch diese paar Minuten hier durch. Ja, so ist das. Wir kriegen das schon hin. Wir quatschen heute über ein Thema, das eigentlich ganz spannend ist momentan. Vor allen Dingen jetzt nach der E3. So ein bisschen über das Thema Mobile Gaming. Wir haben hier bei uns am Stand ganz groß eine Neuheit, das ist das AOG Phone. Komplett ausgelegt darauf, dass man auf dem Telefon spielen kann. Und zwar nicht nur jetzt normal so mobile, wie man es kennt, unterwegs, sondern vor allen Dingen so, dass man sagt, hey, man kann das Telefon auch an den Fernseher anschließen. Und das ist natürlich so ein bisschen jetzt das Gedankenspiel, in welche Richtung geht es mal. Und wenn man jetzt auch zum Beispiel schaut, Bethesda mit Elder Scrolls Legends, das kommt erst mobile und dann wird es auf PC kommen und dann auf Konsolen und so weiter und so fort. Vielleicht erstmal so eine Einschätzung von euch gerade, dass wir wissen, wo wir anfangen müssen. Seid ihr jemand, der viel unterwegs spielt auf dem Telefon oder seid ihr wirklich eher so stationär zu Hause und sagt, ey, Mobile Games, da gibt es ganz wenig, worauf ich Bock habe? Naja, also wenn Zeit da ist, ich wohne in der Schweiz, da sind die Zugfahrten nicht so lange. Wenn Zeit da ist, sind es meistens so kleine Spiele, so diese Tower-Building-Spiele oder sowas ähnliches. Wir hatten ja gerade noch vorher von PUBG auf dem Mobile. Das wusste ich bis vor 2-3 Monaten gar nicht oder 2 Monaten, dass es das überhaupt gibt und dass es in Asien riesig ist. Habe ich aber auch noch nie gespielt. Also ich würde sagen, ich bin kein Hardcore-Mobile-Gamer. Okay, wie sieht es bei dir aus? Ich würde gern mobil zocken, aber der Akku ist halt grundsätzlich bei Telefonen scheiße und deswegen macht das keinen Spaß. Ich habe keine Lust, nur weil ich unterwegs spiele, noch eine Powerbank mithaben zu müssen, weil ich brauche meinen Akku den ganzen Tag über für andere Dinge. Also für einmal farmen will oder Candy Crush reicht das, aber jetzt nicht für Fortnite oder PUBG oder sowas. Dann ist das Ding halt... Wie sieht das denn bei euch aus generell? Könntet ihr euch oder verspürt ihr den Drang danach, einfach mal euch hinzusetzen und ein Handyspiel genauso zu spielen, wie es bei einem PC- oder Konsolenspiel der Fall ist? Also könnt ihr euch vorstellen, dass wenn ein Spiel catchy genug ist, dass ihr da ähnlich so mobile vorhängt, wie es von der stationären Konsole ist? Ja. Ich würde schon sagen, ja, also immer ein bisschen mehr. Man sieht halt Screenshots, man sieht irgendwelche YouTube-Videos und dann sieht man plötzlich, dass sie das auf dem Handy spielen. Und man denkt, was da alles möglich ist überhaupt mittlerweile, weil Handy ist für mich zuerst so ein Arbeits- und Kommunikationsgerät. Aber das geht ja auch noch und dann siehst du das ROG Phone, probierst es aus und jetzt, wo es immer nativer wird, mit dem Handy zu spielen, immer natürlicher und auch immer krassere Spiele gibt, auf jeden Fall, ja. Ich muss zugeben, ich finde zum Beispiel Oceanhorn ist ein geiler Titel für PC. Das war halt, also dachtest du damals, das halt, ne, wow, mega. Aber auch so kleine Dinger, die du sonst irgendwie nur so ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, aber das ist so in der Mitte so ein Holzpfahl, das dreht sich im Kreis. Und dann musst du immer so die Messer reinschmeißen. Und dann denkst du so, wie heißt das? Und das wird es wahrscheinlich sein. Oder zumindest sowas irgendwie mal größer zu haben, wenn du deine E-Mail schreibst, hast es da so offen und kannst zwischendurch mal klick, klick, klick. Das wäre der geil. Jetzt ist natürlich gerade der Fall, dass man sich überlegt, der Mobile-Markt wird immer größer. So die Umsatzzahlen für Mobile Games explodieren. Egal, ob das jetzt ein PUBG ist, was vor allen Dingen auf dem asiatischen Markt unfassbar groß ist, dadurch, dass es halt auch da aufgekauft wurde, da jetzt weiterentwickelt wird, sei das ein Fortnite, was ebenfalls so erfolgreich ist. Glaubt ihr oder habt ihr eventuell sogar ein bisschen die Befürchtung, dass dadurch der Fokus noch mehr auf Mobile Gaming shiften könnte und dadurch vielleicht so ein bisschen das stationäre Spielen so in den Hintergrund rücken konnte?
Ja, es ist ja auch ein Marketing-Tool, ne? Weil du hast nochmal eine Plattform, die du verwenden kannst, generierst noch mehr Hype für dein Spiel. Vielleicht, ich kenne mich nicht ganz so aus, aber vielleicht machst du die Mobile-Variante ein bisschen abgespeckt, damit du den Hype erzeugst für, hey, kauf unser Spiel auf dem Computer oder auf der Konsole. Da hast du das volle Ding in 120, 60 FPS, was weiß ich. Aber ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, dass man jetzt ein Spiel, gerade so ein Online-Game, Multiplayer-Spiel, halt einerseits voll auf Du bist aus! Oh nein! Ich glaube, man hat dich gerade abgeschnitten. Wir, Ja. wir werden das mal lösen. Ja. In der Zwischenzeit vielleicht nochmal die Frage an dich, wenn wir gucken, dass der Strike wieder da ist. Ja. So, wie ist jetzt, wenn wir mal so zurückgucken. Spiele online. Ja. So, das eine Mobile-Spiel ist halt das, was du eben gesagt hast, das, was du nebenbei machst, sei das halt ein Candy Crush, sei das ein, weiß ich nicht, Fruit Ninja oder was es halt nicht alles gibt. Das andere sind eben Spiele wie Fortnite, wie PUBG, die Online-Multiplayer sind. Ist das so nicht irgendwie erstaunlich, dass diese Spiele inzwischen so erfolgreich sind? Weil wenn du sie mobile spielst, unterwegs, du hast so viele Faktoren, die mit reinkommen. Du brauchst das Netz, du brauchst die Zeit vor allen Dingen, das ist ein großes Ding. Ja. Kann das wirklich, warum funktioniert das so gut? Also ich habe die Hälfte nur verstanden, muss man dazu sagen. Man sitzt Ja, zwar es ist- nebeneinander. Es ist gerade man- sehr laut hier Man auf der versteht Bühne. sich hier untereinander praktisch null. Man muss immer so ein bisschen hinzuraten, was du sagst. Ständig auf beide Münder so. Ja, also, ich glaube, das, was ich verstanden habe, nein, ich glaube, weißt du, also das Problem wird grundsätzlich immer das Netz in Deutschland sein. Das Mobilfunknetz wird noch eine ganze Weile schlecht bleiben. Aber ich glaube, das Problem ist eher, die wissen vielleicht nicht so ganz wohin mit den Spielen, weil so ein Fortnite, ich glaube, das ist das beste Beispiel. Fortnite ist zwar irgendwie ein geiles Game, geiles Game, aber eigentlich nur für Tastatur und Maus. Ich finde, selbst ein Controller ist mit Fortnite schon scheiße. Und dann noch auf Touchscreen halt mit so Dingern zum Rumswipen Ja, genau. hier und trotzdem ist es der gleiche Server. Du hast ja eigentlich skilltechnisch dann gar keine Chance, was zu machen. Und was vielleicht eine Zukunft sein könnte beim Mobile Gaming, wäre, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber es gibt ja so Anbieter wie Shadow oder GeForce Now. Die bieten ja richtige Games als Computer irgendwo anders an. Du greifst dann darauf zu und dann kommt dein richtiges Spiel auf dein Telefon. Und du spielst es dann unterwegs mit deinen Steuerungsmöglichkeiten, die du gewohnt bist. Controller, Tastatur, die kannst du dann anstöpseln. Und dann hast du dein richtiges Fortnite auf dem Telefon mit der bla. Ich glaube, das wird es eher sein. Also du meinst halt, dass das ganze Streaming eher noch viel mehr kommt? Ja, wird, gar dass nicht, man dass jetzt extra ein Spiel fürs Telefon gemacht wird. Also aus Marketinggründen kann ich mir vorstellen, dass noch passieren wird, Ja. wie du sagst, aber das kann nicht die Zukunft sein, weil die Telefone sind dafür nicht gemacht. Punkt. Es sei denn, irgendeiner hat eine Idee zu sagen, hey, ich habe jetzt, weiß nicht, das Supertelefon, das mit Atomkraft läuft. Hat da irgendwie wie so eine Brennstoffzelle so eine da kleine drin. Kapsel. Ja, da kannst du wirklich auch zocken. Aber sowas ist ja irgendwie, das ist Quatsch. Ist das bei dir ähnlich, dass du sagst, so vor allen Dingen so Batterielaufzeit und Strom ist da ein großes Thema für dich, weil es dir einfach komplett dein Handy killt, wenn du gerade unterwegs am Spielen bist? Ja, natürlich. Also gerade wenn du länger unterwegs bist und nicht innerhalb von 30 Minuten wieder irgendeine Steckdose finden kannst, überlegst du dir schon zweimal, spiele ich jetzt dieses mega intensive, grafisch intensive Spiel und hinterher, wenn ich dann noch eine Mail schreibe, Mail macht und es ist weg. Ne? Was mich aber eher, also ja, gestört ist ein großes Wort, aber womit ich mich weniger anfreunden kann bei Spielen auf dem Handy, das hast du gerade schon angesprochen, ist die Steuerung. Das ist mein großes Problem. Du hast da so einen Ego-Shooter, habe ich mal so einen Zombie-Ego-Shooter gespielt und du läufst halt auch von selbst. Es ist dann so ein Rail-Ding. Du steuerst auch nicht großartig, du schießt nur. Und wenn ich einen FPS spielen will, will ich mich auch selbst bewegen, erkunden, gucken. Und das finde ich dann ein bisschen schwach. Und deswegen verwundert es mich auch, dass PUBG oder in Asien beispielsweise so groß ist, weil man macht ja die komplette Steuerung selbst am Handy, auf dem Bildschirm. Und ich mag es, wenn ich halt Tastatur oder Knöpfe unter meinen Fingern habe. Da kann ich ohne hingucken, weiß ich ganz genau, was ich wann mache, was ich treffe. Aber ist das, ich muss mal eben fragen, PUBG, war das nicht ganz lange so ein illegaler Scheiß da drüben? Das wurde doch irgendwie 10-mal nachgemacht und er hatte immer das gleiche App-Symbol und dann irgendwann gab es die offizielle Version. Kann das sein? Die hatten Ja. nicht genug Zeit zum Üben, damit die das drauf haben. Ja, okay, fair enough. Also man kann ja alles einigermaßen gut, wenn man es lange übt. Was klauen die denn da nicht? Ja, nein, das Also- Beste sind die Namen davon. Die heißen dann Player Ja. Royale, Battle, Night, Go. Und noch immer mit diesen herunterfallenden Menschen, so, die gerade Ja. so reinfallen in das Spielfeld. Das ist natürlich auch ein großes Problem, was es auf dem Mobile-Markt gibt, so Plagiate. Es ist Ja. gar nicht so leicht,
erstmal das richtige Fortnite, nicht Ja. Fortnite, Fortnite. Ja. Es ist gar nicht so leicht, das richtige Spiel zu finden am Anfang, Ja. wenn man vielleicht jetzt nicht so bewandert ist. Eine These, die ich noch gerne aufstellen möchte und über die ich mit euch sprechen möchte. Ja. Ihr seid jetzt beide, dass ihr sagt, so, ey, die Steuerung ist nichts für mich. So, ich will Maus, Tastatur, Controller, was auch immer. Ist das vielleicht so ein bisschen jetzt bei unserer Altersklasse auch einfach ein Ding des Aufwachsens? Weil wenn man sich mal überlegt, Weil wir zu beschränkt sind, das Ding zu nein, benutzen. nee, gar nicht, sondern wir sind was anderes gewohnt. Wir sind was anderes gewohnt. Und jetzt kommt der spannende Part. Smartphones zum Zocken ermöglichen dir gerade was, nämlich ein Smartphone hat fast jeder. Und wenn du dir überlegst, PCs und Konsolen, die leistungsstark sind nicht so weit verbreitet wie ein leistungsstarkes Telefon. Und ist vielleicht Mobile Gaming auch so ein bisschen der Einstieg für viele einfach, weil sie da halt eben mitspielen können. Beispiel Fortnite. Wenn du jetzt guckst, du hast vielleicht keinen leistungsstarken PC, weil es war noch nicht Weihnachten. Du hast keine leistungsstarke Konsole, weil du hattest noch nicht Geburtstag. Du kannst aber trotzdem mit den Leuten mitspielen, die eben auf dem PC spielen. Da war's. Also, Moment. Zwischendurch, man rennt hier so rum, einige von euch machen dann auch so Selfies und so ein Mist, aber ihr macht dann so, ihr holt das Telefon raus, macht die Kamera an und es dauert irgendwie 20 Sekunden, bis die Kamera geladen ist. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Leute, also dass viele von den Leuten da draußen sagen können, geil, mit meinem Telefon kann ich Fortnite zocken. Ich glaube, das ist eher so Flaggschiff-Denken, dass das relativ gut funktioniert. Ja. Je weiter du in der Preisklasse runtergehst, desto schwieriger wird es dann wieder. Also es ist schon ähnlich wie mit Konsolen und PC. Das kann sich auch nicht. Man müsste mal eine Umfrage machen. Wer von euch gerade hier hat ein aktuelles, teures Flaggschiff-Telefon? Mal Hand hoch. Das Also sind ihr habt nicht die viele, Frage ne? verstanden, ne? Das war jetzt nicht, okay. Ja, wie waren das ist nicht jetzt? so viel. Wer hat Viertel? ein Billigtelefon? Also Billigtelefon heißt jetzt so maximal 300 €. Krass, und was ist mit dem Rest? Hat Nokia oder was? Samsung. Was? Samsung heißt jetzt nicht automatisch gut oder schlecht. Ah, okay, alles klar. Ich habe ein Vielleicht- iPhone, keine Ahnung. Dann Eine müsst ihr Frage, mal so ein die Mikrofon haben, um mal zu hören, was die Leute so haben. Was ich gerne, einmal Hand hoch. Wer von euch hat gar kein Smartphone? Eine Person. Nicht einen Applaus bitte. Für den Mann, der sich der aktuellen Technik verwehrt. Du kriegst gleich ein Er Smartphone. spielt Snake online. Hey, das wäre geil. Weltbester. Aber das war ja so ein bisschen der Anfang davon. Wenn man sich überlegt damals, es gab halt so wie viele Leute damals an Snake oder Ja. an diesem komischen Fallschirmspiel, was es gab. Diesen Fallschirm, so dieses Pilot Wings ähnliche Ding, was auf die Nokia-Handys gab. So, auch das ging ja damals schon, als wir noch klein waren. Das war halt der Shit auf dem Schulhof damals, wenn Ja. man ehrlich ist. So, und wenn man sich heute überlegt, wie weit wir gekommen sind, dass heute spielt so Fortnite auf dem Schulhof, das ist doch einfach krass, wie sich diese Entwicklung jetzt fortgesetzt Aber hat. das Ding ist halt, was nervt, ist, du brauchst immer Internet. Du Ja. kannst es nicht ohne spielen. Ja. Selbst so eine kleinen Games, dieser drehende Holzbalken, wo du die Messer reinwirfst, selbst da brauchst du eine Internetverbindung. Und nur weil er diese scheiß Werbung in dem Spiel laden muss, Ja. sonst lässt er dich halt nicht durch den Startbildschirm. Wo du denkst, geil, was kann ich denn spielen? Ich habe hier noch ein Kartenspiel, Solitär. Geht eigentlich Candy Crush ohne Internet? Weiß das einer? Candy Crush ist mit Internet? Toll. Was ist das denn? Das ist halt auch ein großes Problem natürlich. Und das Witzige ist, so wenn man schon mal irgendwie in den USA war oder in jedem anderen Land außer Deutschland gefühlt, Ja. so, da ist das natürlich eine ganz andere Sache, weil da hast du überall Internet. Das ist überhaupt kein Problem. Ist das vielleicht auch dann eine Sache, dass wir einfach gerade eine andere Sicht auf das Thema haben, vielleicht auch deswegen? Oh, jetzt Hab packt die er Frage wieder. nicht ganz verstanden. Es tut mir leid, dass so, ich wiederhole sie für dich. Ja, bitte. So, über das Aufschiss. Thema einfach, ja, Na, okay. Internetverfügbarkeit ist jetzt auch ein Thema so. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass wir einfach hier gerade so schlechtes Netz in Deutschland haben? Dass wir gerade hier sitzen und sagen so, ja komm, Steuerung, Netz, so, will ich nicht. Würdest du eher mal spielen, oder vielleicht auch du, wenn einfach das Internet immer geil wäre auf dem Telefon? Habe ich mir jetzt noch nicht so überlegt. Also ich lebe ja in der Schweiz. Wir Da haben haben eigentlich wir Du hast okay besseres Netz. Internet. Wir haben eigentlich okay Netz, ja. Also das war noch nie eine Überlegung Krass. eigentlich. Die Schweiz wieder. Ja, Ne? ja ich würde es tun. Also ich würde noch diese Streaming-Geschichten machen wollen. Diese Streaming-Geschichten, das ist vielleicht, wir können ja auch nochmal da so ein bisschen drüber quatschen. So, glaubt ihr, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, dass wir das wirklich vernünftig von unterwegs aus machen können? Weil, wenn man sich überlegt, du brauchst ja schon eine richtig dicke Leitung dafür. Und wie absurd ist denn bitte die Vorstellung, wenn du dir überlegst, dass du hier einfach von einem Remote-PC
ein Spiel auf dein Handy einfach darstellen lässt und einfach ein High-End-Spiel auf deinem kleinen Telefon spielst. Und zwar alles, wenn du willst. Alles Mögliche. Ja. Du könntest dann aber auch deine N64 theoretisch anstöpseln und von zu Hause aus streamen. Wäre auch wieder geil. Weil das Ding ist, schau, du wirst nicht immer Telefone machen können, die halt irgendwie immer leistungsstärker werden. Das glaube ich nicht. Die werden irgendwie immer kompakter. Das wird nur noch eine Glasscheibe mit irgendwie einem Akku und that's it. Und alles andere wird von woanders aus passieren. Weil das eigentlich effizienter ist. Anstatt immer mehr zu versuchen, in dieses Teil was reinzupressen. Ja. So, da glaube ich Ja, dran. Ne? Weil ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, dass da noch mehr reinpasst in so wenig Raum. Deswegen lieber auslagern und halt ein geiles Modul für LTE Version 10 mit so 12 Mbit oder Gigabit. Nochmal zurückzukommen auf das ganze Ding, wenn man jetzt gerade sich auf den Mobilmarkt fokussiert. Erstmal, wie gesagt, wir hatten jetzt das Beispiel mit Elder Scrolls eben, dass das Elder Scrolls Legends Spiel erstmal auf dem Telefon kommt, du fängst auf dem Smartphone an und dann wird es als nächstes geportet in die Virtual Reality auf PC. Mega leistungsstark. Glaubt ihr, dass Spiele, wenn sie vielleicht diesen Weg gehen, irgendwas verlieren könnten? Also dass vielleicht irgendwas erstmal auf der Strecke bleibt, nicht mal jetzt von der Grafik her, sondern eher von der Art und Weise, wie man sie spielt. Weil natürlich Mobile-Spiele, wir hatten eben schon das Messerspiel, was du gesagt hast, oder alles andere, was so Handyspiele sind ja oft ein bisschen mehr gimmicky. Ja, ein bisschen verspielter erstmal. Geht da was verloren oder kann da was verloren gehen? Ja, es gibt ja schon mittlerweile Handys, die kannst du mit so Kartondingern auf den Kopf schnallen und dann hast du VR, auch unterwegs. Ne? Ich glaube, das war auch so ein Samsung-Ding. Ja, irgendwie macht das Irgendwie jeder sowas. gefühlt. Aber Gibt's du von hast ganz die vielen Verbindung, Anbietern. ja. Du hast ja die Verbindung und du hast mit einem Smartphone und einem kleinen Aufsatz dafür ja eigentlich schon ein ziemlich ideales Ding, um auch ein bisschen, so ich sage mal, VR-Light zu kriegen. Ich glaube, das vermischt sich irgendwann auch ein bisschen. Beispielsweise, dass du Spiele hast, die du einfach nur am Monitor spielst, du hast aber eine VR-Variante. Bei Doom und so gibt es das. Und dann hast du nochmal eine Handy-Variante, vielleicht kannst du die dann auch wieder VR machen. Und jetzt hast du die Qual der Wahl und bis du dich entschieden hast, ist deine Spielzeit vorbei. Ja. Hast du auch verloren. Nee, aber es ist natürlich schon interessant für einen Hersteller, alle möglichen Plattformen abzudecken. Es ist mit Engines wie heißt die, Unity oder anderen ähnlichen Engines auch immer einfacher, das dann auf mehrere Plattformen schnell zu deployen, ohne alles nochmal neu schreiben zu müssen. Ja, die Auswahl ist riesig und wird immer größer. Und Geil. es wird ein Problem, es wird die Qual der Wahl immer mehr, aber das ist eigentlich ja auch ziemlich geil. Geil. Pass auf, Alexi. Sag mir mal eine Spielereihe, die du über alles liebst. Ist egal was? Egal was. Wo du sagst so, das ist so mein absoluter Favorite und ich kann nachts nicht schlafen, weil ich hibbelig bin, wenn ich da eine neue Ankündigung kriege. Okay, das ist schon ein bisschen creepy, aber also ich finde die Uncharted-Reihe ist immer noch... Okay. Da kann man mal klatschen. Oh, Pass es auf. gibt Leute, die das auch mögen. Jetzt Gut, mal angenommen, gut. wir gehen mal Gedankenspiel. Ja. Es wird angekündigt, und das ist jetzt ein doofes Beispiel, weil Uncharted in der Form eigentlich durch ist, Ja. aber es wird gesagt, es kommt Uncharted 5. Erstmal nur Mobile und dann für Konsole und wo auch immer. Wie würdest du reagieren? Wenn ich wüsste, dass es erst Mobile ist und dann für andere Plattformen, würde ich es nicht für Mobile nehmen. Oder halt nur mal gucken, um mitreden zu können. Aber das war das gleiche Problem wie mit der PS Vita damals. Da gab es ja auch eine Uncharted-Version, wo du dachtest, okay, das ist halt nicht Uncharted. Weil es ist nicht das, was du sonst mit dem Controller machst. Ja, da kommen wir dahin, was du meintest mit dem Feeling, was verloren gehen könnte. Weil du musstest dann hinten mit dem Touchpad irgendwie was machen. Das Und war aber ganz smart bei Golden Abyss damals. ich fand es echt geil. Ich finde das geil. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch den neuen Controller für die Nintendo Switch, diesen GameCube-Controller für Super Smash Bros. Weil die Leute halt wissen, da ist der fette Knopf, da ist der fette Knopf und damit kann ich halt das machen, was ich machen muss, um da das Ding zu gewinnen. Und so war das irgendwie auch bei Uncharted. Du spielst dann mit so kleinen Nippeln Ja. und kannst dann nicht richtig klettern und dann sitzt du an dem richtigen Controller und dann auf einmal geht das wieder geil. So kleine Finger kann man doch nicht haben, um das alles... Nee, ich würde warten, bis es für die richtige Plattform raus ist. Aber du würdest dir schon ein bisschen Sorgen machen, dass da vielleicht sowas passieren könnte. Ja, das stimmt, ja. Und das ist ja so ein bisschen das worüber, oder was so ein bisschen die Frage ist, die sich ja gerade stellt. So, wenn man so natürlich sagt, jetzt gerade ist es irgendeine Spielereihe, zu der man nicht irgendwie eine große Verbindung hat. Dass man sagt, okay, so bei mir zum Beispiel jetzt Elder Scrolls Legends, ich bin nicht der riesigste Elder Scrolls-Fan. Das ist mir erstmal persönlich relativ egal, so wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wenn ich jetzt halt sage, so bei mir zum Beispiel wäre es sowas wie Fallout. Okay. Wenn das heißt, pass auf, Fallout 76, das neue, Ja. das kommt erstmal nur für Handy und es ist aber ein Fallout-Spiel und dann bringen wir es auf PC oder auf Konsole.
Ich würde da sitzen, ich würde mich mega aufregen, weil ich glaube, ich zu große Angst hätte, dass man dass irgendwas auf der Strecke bleibt, weil es soll ja doch irgendwie dasselbe Spiel sein. Aber glaubt ihr, was tust du Ich da? will nur auf meinen Namen zeigen. Ich habe da gerade meinen Namen gesehen. Ah, Ja, sorry. Mach weiter. ich kriege immer nichts mit, was da unten passiert. Man kann auch einen Gaming-PC gewinnen übrigens, sehe ich Echt? gerade. Oh, Ja, steht da. Gewinnt einen Gaming. So ist sogar. Warte, wo steht das? Da. da hier so. Genau auf Ah. deinem Schritt. Da. Gewinnt einen Gaming-PC. Ja, gewinnt. Geil. Das war unangenehm, aber auch sehr schön gerade. Wir machen nachher weiter. Ah, ich freue mich. Stand bei dir Ja, schon und du was sitzt auf? daneben so alleine. So. Ja. Können wir bei ihm auch was auf den Schritt packen? Okay, Bist du nicht vorbereitet? Du hast aber fast Teamspeak bei dir in ich der habe einen Nähe. Cyborg-Schritt, guck mal. Ja, wenn du ein bisschen rutscht, können wir auf Ja, du kannst auf alle Fälle, du nein. kannst mit dem Fuß so dran. Das Vielleicht- ist ja bitter. Gut aus. Ich merke, ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Ja. Ja, weil das Thema, glaube ich, gerade auch relativ durch ist. So. Vielleicht einfach nochmal so ganz kurz abgerundet, so Mobile First, in dem Fall, glaubt ihr, ja oder nein, dass es ein Trend für die Zukunft ist? Ich würde schon sagen, ja. Aus welchen Gründen auch immer aus der Business-Sicht, aus Marketing oder um alles abzudecken. Aber sie werden immer stärker, die Dinger. Man sieht sie halt auch da drüben wieder und es ist interessant für Hersteller. Mobile First wird ein Ding werden, glaube ich. Bin ich dabei, also in welcher Form auch immer. Ich hoffe nicht in der jetzigen Form, aber Mobile wird das wichtigste Gerät in unserem Alltag. Ist es ja jetzt schon. Ich wollte gerade sagen, wir verbringen alle so viel Zeit am Smartphone. Ja. So, ich glaube nicht, dass das nochmal in der Form verschwinden wird. Vielleicht kommt was anderes irgendwann. Der Chip, die Oh, Brille. geil. Cyberpunk, nur mal so. Das Ich ist habe es immer noch nicht gesehen. ein guter Hinweis da. Also ich habe es gesehen, Ja, Cyberpunk, und du ich darfst darf, aber nicht drüber ich darf reden. nichts verraten, Ja. aber Natürlich nicht. allein der Startbildschirm, den darf man posten. Ich habe den nur fotografiert. Der Startbildschirm von dem Game ist Porno. Richtig geil. Und was dann darauf passiert, gleich am Anfang. Wow. Keine Ich darf Spoiler. nichts sagen, Keine aber nur Spoiler. halt. Genug geteased. Ich Boah. bedanke mich bei euch beiden, dass ihr da wart. Einen großen Applaus bitte für Strike und für Alexi Bexi. Wollen wir noch was schmeißen? Hast Nee. du was zum Schmeißen? Nee. Schade. Dann schmeißen wir dich. Komm. Ja, bitte. Wir schmeißen uns jetzt erstmal von der Bühne runter. Wir sind, die Kamera ist es. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause. Dann mit Funk Royal hier auf der Bühne. Wunderschön. Funk Royal! Ich glaube, da freut sich auch der eine oder andere drauf. Deshalb kurze Unterbrechung. Bis gleich.